Und da habe ich gedacht, wo ist das Problem dann jetzt also auch mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, wenn du sowieso in dem Geschwindigkeitsbereich bist. Also da schwimmt man sozusagen oder fließt mit dem Verkehr mit. Denn ich habe schon gemerkt, es gibt schon den einen oder anderen Autofahrer, der sich da nicht so gut mit arrangieren kann, dass man als S-Pedelec-Fahrer die Fahrbahn mitbenutzt. Kann ich ja mal fragen, wurdest du schon mal angehalten von der Polizei? Das, was ich selbst an Power reingebe, wird unterstützt und das ist wie so eine Art Belohnung. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Das ist also tatsächlich so, kann man es eigentlich schon so sagen. Ja, deswegen habe ich gesagt, ich fahre mal da, wo ich mich am sichersten Ja. fühle. Gesundheit. Ja. Und hier ein weiteres Video mit Nils Hogmann und Martin Janet. Ach so, ich hätte jetzt gesagt, so Fahrradfahren mit Highspeed, wobei da beschwert sich wahrscheinlich jeder, weil es ist ja ein S-Pedelec. Und S-Pedelec-Fahren sagen immer, habe ich schon ganz oft gelesen, das ist doch keine Leistung. Und Genau. das ist doch gar kein Fahrradfahren, das fährt auch wie von selbst. Also, das ist doch nichts. So, nach dem Motto, höre ich immer. Und wie das wirklich ist, das hören wir uns jetzt mal von Martin an. Martin Janet aus Cuxhaven. Aus Cuxhaven, ganz nach Jadderberg mit dem Fahrrad. Hast du schon mal gemacht? Nee, tatsächlich noch nicht. Tatsächlich noch nicht. Aber dein Fahrrad ist gerade in der Werkstatt. Und wir haben uns gedacht, wir nutzen mal die Gunst der Stunde. Und ich freue mich, dass du jetzt hier sitzt und sagst, Mensch, so ein Video, ich habe da ein bisschen was zu erzählen zum Thema S-Pedelec. Ich finde das auch immer ganz spannend zu hören. Ich weiß auch gar nicht, was jetzt gleich kommt. Das ist eigentlich noch besser. Und darum habe ich gedacht, erzähl doch einfach mal. Das ist interessant. Wir haben hier nichts vorinszeniert, keine Fragen vorher besprochen. Ich habe also auch überlegt, was kann man denn mal so erzählen. Wir haben im Vorfeld schon so ein bisschen was miteinander besprochen. Ich möchte dieses Fahrrad eigentlich nicht mehr missen. Und für mich spielt es auch keine Rolle, ob jemand behauptet, dass man damit ja nicht wirklich Fahrrad fährt, sondern dass man sich ja fahren lässt. Ich weiß, dass ich sehr zu schätzen weiß, gerade wenn einem der Wind entgegensteht, das ist hier an der Küste, ist das gar nicht mal so selten, das kommt öfter vor, als man so denkt, ist das schon sehr von Vorteil. Du bist ja in Cuxhaven, ich habe gerade so gedacht, Küste, Jadderberg ist ja direkt am Jadebusen und du bist wirklich direkt an der Küste, ne? Kann man schon sagen. Schon ziemlich, ja. Cuxhaven. Genau. Ja, damit man das mal so ein bisschen einordnen kann. Du hast gesagt, das Fahrrad willst du nicht mehr missen. Und wir haben aber auch noch gar nicht erzählt, was für ein Fahrrad das ist, ne? Ja, das ist richtig. Ich fahre das Supercharger von Riese und Müller als S-Pedelec-Variante. Genau, mit der E14. Genau, mit der E14 Prolauf-Schaltung. Ja. Okay, Supercharger E14 HS. Ich glaube, so heißt die genaue Modellbezeichnung in dieser wunderschönen Farbe Curry. Ja. Na? Hast du dir extra ausgesucht? Wahrscheinlich auch, damit du gut gesehen wirst. Es gibt ja noch so ein Grau. Ich habe gesagt, einfach Mut zur Farbe. Ja, Das fand ich schon ganz gut. finde ich auch gut. Und dann, seit wann hast du das? Im Dezember wären es jetzt dann auch 2 Jahre. Okay, 2 Jahre. Ja. Wie viele Stunden hast du auf dem Rad schon verbracht? Gute Frage. Müssen wir einen Cut machen? Ich weiß es kann ich nicht tatsächlich. beantworten. Ich weiß das tatsächlich. Du hast dein Rad ja gerade in die Werkstatt abgegeben. Ich habe einmal drauf geguckt. Du hast tatsächlich 400 Stunden schon auf dem Fahrrad verbracht. Ich finde 400 Stunden, wenn man das so im allerersten Moment hört, das ist schon ganz beachtlich. Und ich denke mal, da hast du auch ein bisschen was erlebt, ne? Also du fährst ja, ich weiß nicht, was für eine Strecke fährst du täglich? Ja, meine Strecke ist so um die 16 Kilometer zur Arbeit und zurück. Das sind mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und immer so in etwa eine halbe Stunde bin ich dabei. Also 16 Kilometer pro Strecke können wir festhalten. Wird vielleicht der ein oder andere auch jetzt sagen, so, ja, das kann man auch mit einem normalen Fahrrad, da bräuchte man nicht mal ein Pedelec. Was würdest du dem sagen? Ja, ist richtig, kann er machen. Ich bin auch gelegentlich mal mit einem einen oder anderen Arbeitskollegen unterwegs, der dann eben halt nur ein normales E-Fahrrad fährt. Und so fürchterlich viel über 25 Kilometer pro Stunde hinaus schaffen wir es dann ja eben doch nicht. Nö.
Also es ist sicherlich alles in Ordnung soweit. Kann man machen. Für mich war es jetzt eher so, dass ich sage, wenn man allein unterwegs ist, dann fährt man doch noch schon mal ein strafferes Tempo. Ja. Aber für dich selbst, was sagst du zum Thema Fahrspaß bei so einem Rad? Total klasse. Also es ist motivierend, mit dem Fahrrad zu fahren. Das ist nicht nur begründet darin, dass man jetzt halt diesen extremen Antrieb hat, also die Unterstützung durch den Motor, sondern es ist einfach auch so dieses Feeling, was es einem gibt, wenn man merkt, Mensch, das, was ich selbst an Power reingebe, wird unterstützt und das ist wie so eine Art Belohnung. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Das ist also tatsächlich so, kann man es eigentlich schon so sagen. Wie fühlt sich das an, wenn du dann auf der Arbeit bist? Toll. Oder? Ja, kann ich nichts anderes zu sagen, das ist schon gut. Ja, Oh Mann, ey. weiter geht's. Bevor du das S-Pedelec hattest, hast du die Strecke zur Arbeit mal mit dem normalen Rad gefahren? Bin ich. Ja, ein paar Mal. Und dann? Und dann habe ich mir gedacht, okay, ja, das kann man zum Dauerzustand machen, aber wie gesagt, es ist so, du bist echt ich sag mal so, bist am Ende. Da habe ich gedacht, okay, wie lange soll ich das machen, damit ich mich anschließend nicht mehr so fühle. Ne? Und natürlich, klar, es wäre mit Sicherheit auch besser geworden. Aber ich habe halt auch so gesagt, diese Strecke, und dann muss das ja nur mal so richtig schön fettwindig sein, und du fährst dann mit deinem ganz normalen Fahrrad zur Arbeit und du brauchst dann sowohl beim Dienst, wenn du zum Dienst kommst, brauchst du erstmal pauschal die Dusche und auf dem Rückweg sowieso. Dann habe ich mir gedacht, okay, das ist, ich sag mal so, das war sehr entmutigend für mich, demotivierend, wo ich dann auch gedacht habe, ich weiß nicht, ich halte das glaube ich nicht durch. Aber mit dem anderen ist das jetzt doch eine andere Hausnummer. Ist das für dich auch ein Autoersatz, das Fahrrad? Ja, und auch sehr gerne. Mhm. Also bei 15 Kilometern Fahrstrecke ist es schon so, dass man auch sagen kann, du bist gerade so auf der Grenze, wo man sagen könnte, das ist gut für den Motor, der wird vernünftig warm. Das muss nur mal richtig knackig kalt im Winter sein. Dann ist das gerade bei dem Diesel ist das immer schon so eine Frage, erreiche ich das überhaupt, diesen Betriebszustand, und entsprechend ist auch der Verschleiß. Also kurz gesagt, ich sage, das ist für mich ein guter Ersatz fürs Auto. Machst du auch an der Geschwindigkeit mit fest, dass du sagst, so alles klar, mit dem Auto bin ich auch immer zügig unterwegs. Ne? Das ist ja auch so, mit dem Auto kannst du auf der Landstraße 100 fahren, aber im Schnitt hast du irgendwie, ich weiß nicht, was für eine Schnittgeschwindigkeit du beim Auto hast, aber ich weiß, meine ist immer erschreckend niedrig, wo ich immer denke, so, ich sollte vielleicht doch schneller fahren, wenn ich dann mal Auto fahre. Aber ich manchmal, glaube ich, so bei 43 oder 54 oder irgendwie so, also irgendwie so eine Geschwindigkeit, wo ich sage, so mit dem S-Pedelec, das nimmt sich nicht viel. Ne? Nee, tatsächlich ist es so. Und jetzt komme ich mit so einer Geschichte. Am Anfang bin ich dann noch sehr oft, ist jetzt ein anderes Thema, mit dem Fahrrad auf der Straße gefahren. Du sollst ja auf der Straße fahren. Und du musst auf der Straße fahren, korrekt. Und du bist den Fahrern im Auto, also die Autofahrer, die vor dir herfahren, hinterhergefahren, die dann teilweise auch nur 40 drauf hatten, innerhalb geschlossener Ortschaft. Und da habe ich gedacht, wo ist das Problem dann jetzt also auch mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, wenn du sowieso in dem Geschwindigkeitsbereich bist. Also da schwimmt man sozusagen oder fließt mit dem Verkehr mit. Und wo fährst du jetzt? Ja, und da kommen wir zum nächsten Punkt, meine Damen und Herren. Ich fahre inzwischen also aus Sicherheitsgründen doch überwiegend auf dem Fahrradweg. Denn ich habe schon gemerkt, es gibt schon den einen oder anderen Autofahrer, der sich da nicht so gut mit arrangieren kann, dass man als S-Pedelec-Fahrer die Fahrbahn mitbenutzt, obwohl man das muss. Wo man das muss. Also ich bin auch dafür, dass sich da einfach nochmal die Gesetze ein klein wenig anpassen, dass es nochmal ein bisschen anders wird. Also ich finde, man kann auch mit dem S-Pedelec innerorts ruhig auf dem Fahrradweg fahren. Ich muss ja nicht 45 fahren. Ich kann mich auch da, kann man ja eine Geschwindigkeitsbegrenzung einrichten oder wie auch immer. Also das ist meine Meinung dazu. Ne? Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich sage immer so, ja, wieso im Ort? Ich kann auch mit dem S-Pedelec im Ort auf dem Fahrradweg fahren mit 25. Ich muss ja nicht mit 45 im Ort über den Fahrradweg bügeln. Ich würde das schon befürworten, dass sich da was ändert, weil dann würden noch mehr Leute wirklich sagen, so alles klar, ich will auch so ein Rad haben.
Ich glaube einfach, es müssen mehr S-Pedelecs werden und dann ändert sich das auch. Da muss einfach mehr gefahren werden, die müssen noch sichtbarer sein und darum gibt es auch genau so ein Video, wo wir einfach mal über das Thema S-Pedelec sprechen. Was erlebst du da so im Alltag? Du so sagst so, jo, alles klar, so und so ist das und das kannst du machen. Kann ich ja mal fragen, wurdest du schon mal angehalten von der Polizei? Nee, von der Polizei bin ich noch nicht angehalten worden. Und du hast auch immer ein Kennzeichen dran? Das ist Fährst dran. mit Helm? Genau. Ja. Was für einen Helm hast du? Mit Visier, ohne Visier? Das ist ein Helm mit Visier. Das ist der von Kratoni. Also es ist ein S-Pedelec geeigneter Helm. Da habe ich also schon drauf geachtet. Ist das der Kratoni-Helm mit Lautsprechern? Nee, der hat keine Lautsprecher, aber er geht halt quasi komplett über Ohren und alles rüber. Okay, ja, mit Winterkit. Genau. So gesehen. Ja. Was war so das Kälteste, wann du mal gefahren bist? Na, so um den Gefrierpunkt. Also 1, 2 Grad waren es dann schon. Und dann hat man auch gemerkt, das ist halt grenzwertig. Also es ist schon ziemlich frisch. Ich habe noch was, also weiß ich, weil ich stelle die Frage immer gerne im Interview. Ich frage gerne so, gibt es denn noch was du erzählen möchtest, was ich nicht gefragt habe? Also du hast vorhin angesprochen, ich fahre lieber da, wo es sicherer ist. Das finde ich, Gesundheit, das finde ich, ist so eine Sache, die kann man von der und der Seite aus sehen. Also wenn ich sage, als S-Pedelec-Fahrer bin ich ja gehalten, gemäß Gesetz, Straßenverkehrsordnung, dass ich die Straße benutze. Und ich sage, als S-Pedelec-Fahrer ist mir das auf der Straße zu unsicher, weil Autofahrer sich schlecht damit arrangieren können und mir auch eine gewisse Unsicherheit vermitteln. Also sprich, mir das Gefühl vermitteln, dass ich unsicher bin. Dann bin ich vielleicht eher gehalten, auf dem Fahrradweg zu fahren, wo ich eigentlich nicht fahren darf. Und auf dem Fahrradweg wiederum, deswegen sage ich, ist es von zwei Seiten betrachtbar, auf dem Fahrradweg wiederum ist es so, du fährst den Fahrradweg und dann kommt eine Einmündung oder es kommt eine Auffahrt auf einen Hof, auf ein Grundstück und da fährt ein Auto runter. Und da kann es genauso zu so einer solchen Situation führen, dass du dich also auch unwohl fühlst. Also dass du dann sagst, okay, es wäre vielleicht sicherer gewesen, ich fahre den Moment auf der Straße. Das ist wirklich eine Sache, die man von zwei Seiten betrachten kann. Ja, deswegen habe ich gesagt, ich fahre mal da, wo ich mich am sichersten Ja. fühle. Ich habe noch eine Frage. Was würdest du denn jemandem raten, der mit dem Gedanken spielt, so ein Rad zu kaufen? Also ich glaube, wenn man sich vorher entsprechend Gedanken gemacht hat, meistens sind die Gedanken, die dann eher so in die Richtung gehen, was wird es für eins und entspricht es so meinen Vorstellungen von dem Rad an sich. Dass man sich aber auch über den anderen Aspekt darüber im Klaren ist, dass es eben halt tatsächlich in der Praxis nachher viele Dinge gibt, die es zu bedenken gilt. Ja, Martin, jetzt habe ich eine ganze Menge gehört und ich denke, unsere Zuschauer auch. Ja? Und ich sage vielen lieben Dank dafür, dass das hier so spontan geklappt hat. Freut mich wirklich. Und ich hätte jetzt gesagt, falls du noch eine Frage hast, schreib sie doch gerne mal in die Kommentare. Dann können wir die ja vielleicht sogar in Zusammenarbeit beantworten. Sehr gern. Ja, wenn dir das Ganze gefallen hat, lass einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal und ich hätte gesagt, wir können auch gerne nochmal ein Video machen. Ne? Von mir aus gern. Ja, perfekt. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Und Martin?